Hallo allerseits! Hier ist mal wieder ein Auspackvideo über eine Spur 1 Lok von Märklin. Sie wird in diesem 79 cm langen und 10,5 Kilogramm schweren Karton ausgeliefert. Zum Lieferumfang gehören unter anderem diese Stoffhandschuhe und diverse Unterlagen. Eine Zusatzinformation über den Multiprotokoll Digitaldecoder, ein kleines Heftchen mit Garantieunterlagen und diese 40-seitige 6-sprachige Bedienungsanleitung. Ich habe diese Spur 1 Lok zwar bereits als Vorserienmodell in einem Video vorgestellt, aber nachdem das Serienmodell nun mehr als 10 neue Sounds bekommen hat, gibt es einfach ein neues Auspackvideo mit allen Geräuschfunktionen und vielem mehr. Und am Ende des Videos gibt es auch wieder eine große Probefahrt der Lok auf meinen Testgleismodulen, samt einigen Sounds. Jetzt noch kurz die weiteren mitgelieferten Teile. Hier sind 2 Verkleidungen für die angedeuteten Werkzeugkoffer in der Lokmitte zwischen den Fahrgestellen. Dann noch die Nachbildungen von Bremsschläuchen für das Lokende. Eine zusätzliche Telex-Kupplung für die Lokfront. Eine Vorbildschraubkupplung für das Lokende. Und schließlich noch ein Gabelschlüssel, der jetzt bald benötigt wird. Dieses sehr gut verpackte Erwachsenenspielzeug im Maßstab 1:32 hat einen Listenpreis von 3.490 €. Ich hatte es von Märklin leihweise für einen Beitrag in einer Fachzeitschrift und für dieses Video. Das Vorbild des Modells dieser Schweizer Elektrolok stammt aus dem Jahre 1919. Es wird offiziell als CE 6/8 römisch-1 bezeichnet und von so manchen auch Urkrokodil genannt. Wegen seiner kleinen kofferförmigen Vorbauten erhielt es allerdings in erster Linie den Spitznamen Köfferli-Lok. Im Streckeneinsatz war das Köfferli bis 1966. Danach wurde sie 15 Jahre als Bremsversuchslok und für Sonderfahrten genutzt. Dann kam sie für 20 Jahre nach Luzern ins Schweizer Verkehrshaus. Seit 2001 steht sie beim SBB Historik-Team in Erstfeld. Zu sehen ist sie dort gelegentlich bei Lokparaden. Fahrbereit ist sie leider nicht mehr, aber sie kann noch gerollt werden. Immerhin lässt sie sich als Märklin-Lok quasi zum Leben erwecken und auf Museumsfahrten schicken. Das Spur 1 Modell besteht weitgehend aus Zinkdruckguss und Messing-Feingussteilen. Es hat eine vorbildgerechte Länge von 60 cm und bringt 7,5 Kilogramm auf die Waage. Jetzt ein Blick unter die Lok auf eines der beiden Drehgestelle. Die Laufachse hat einen vorverlegten Drehradius von 37 mm, die Treibachsen sind gefedert und lassen sich horizontal ca. 2 mm verschieben. Jedes Drehgestell hat einen in Längsrichtung montierten Motor mit Zentralgetriebe zur Vorlegewelle. Zwischen den beiden Drehgestellen befinden sich nun im Serienmodell diese Kulissenführungen. Sie enthalten auch eine Abfederung der Drehgestelle. Und zwischen den Kulissenführungen sieht man noch die Lautsprecheröffnungen. Für den Einsatz des Modells auf engen Gleisradien ab 1020 mm sind die Werkzeugkästen der Lok nur als Kulisse angedeutet. Zur Vitrinenpräsentation können sie aber mit diesen beiliegenden Kunststoffteilen verstärkt werden. Bevor ich jetzt gleich alle Digitalfunktionen samt Licht und Sound demonstriere, gibt es noch eine erste kleine Probefahrt auf einem meiner Fotografiermodule.
Die Lok fährt zunächst ohne Sound in der langsamsten Fahrstufe. Für 1 Meter braucht sie dabei 59 Sekunden. Das entspricht einer Vorbildgeschwindigkeit von knapp 2 Stundenkilometern. Nun noch eine erste Probefahrt mit Sound. Jetzt zeige ich die Digitalfunktionen des Modells. Zunächst die Lichtfunktionen, Führerstandsbeleuchtung, die Spitzenbeleuchtung. Beides wechselt natürlich in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung. Die Schlussbeleuchtung kann man umschalten auf Rot. Zudem kann man die Schlussbeleuchtung auch deaktivieren. Und schließlich gibt es noch eine Maschinenraumbeleuchtung. Als nächstes die vielen Geräusche des Modells und dabei zeige ich wieder Detailaufnahmen. Einige von den Geräuschen wurden auch gegenüber dem Vorserienmodell deutlich abgeändert. Das sage ich dann auch dazu. Zunächst die Pfeife, die ist vollkommen neu abgemischt. Das ist in Abhängigkeit von der Länge des Tastendrucks. Und dann gibt es noch mit einer separaten Taste einen Rangierpfiff. Unverändert geblieben sind das Sanden, Druckluft ablassen, abgeändert wurde die Ölpumpe. Bei der hängt es ab, wie lange ich auf der Taste bleibe, solange wird das Geräusch abgespielt. Unverändert blieb der Hauptschalter. Und das Führerstandstüre öffnen und schließen. Dann der Kompressor. Die Scheibenwischer. Und das Tachotickern. Schließlich noch ein weiteres geändertes Geräusch, und zwar die Lüfter. Bevor ich zu den vielen Bahnhofsgeräuschen komme, gibt es nun noch 2 Sounds in Verbindung mit elektrischen Funktionen. Zum einen die beiden Stromabnehmer lassen sich einzeln schalten. Und nachdem immer wieder die Frage kommt, diese Stromabnehmer sind nach unten gefedert und bleiben somit automatisch oben. Und dann noch die Telex-Kupplung, die serienmäßig am Ende montiert ist und für vorne beiliegt.
Jetzt wieder weitere Detail- und Nahaufnahmen des Modells und zudem dann auch Bahnhofsgeräusche und sonstige Ansagen. Zunächst das allgemeine Bahnhofsgeräusch. Dieses Geräusch war auch schon beim Vorserienmodell so, aber die anderen Geräusche sind alle neu abgespeichert worden. Zunächst zweimal Kabinenfunk. Historischer Güterzug, haltet euch bereit. In 2 Minuten geht's los. Und hier der zweite. Lok, Foto, Güterzug, langsam vorwärts. Verstanden. Da gibt es eine Bahnhofsansage. Gleis 2, historischer Güterzug nach Erstfeld. Vorsicht bei der Abfahrt. Die hängt auch ab von der Fahrtrichtung. Wenn ich die Richtung umkehre, dann gibt es eine andere Ansage. Gleis 1, historischer Güterzug nach Bellinzona. Vorsicht bei der Abfahrt. Dazu passend ist natürlich ein Schaffnerpfiff zuschaltbar, der ist aber unverändert geblieben. Und nun noch 4 weitere Ansagen, die der Reihe nach jeweils, wenn man die Taste F27 drückt, abgespielt werden. Achtung, Gleis 1, der einfahrende historische Güterzug hat 3 Minuten Aufenthalt. Beim nächsten Tastendruck. Achtung, am Gleis 2, Einfahrt zum Fotohalt der historischen Güterzug nach Bellinzona. Und noch einer. Achtung, am Gleis 3, Einfahrt eines historischen Güterzugs zur Überholung durch einen Personenzug. Jetzt noch der 4. und danach geht's wieder von vorne los. Achtung, am Gleis 2, wir begrüßen den historischen Güterzug nach Bellinzona. Und zu guter Letzt hat Märklin nun auch eine Ansage zum Vorbild dem Lokmodell spendiert. Die 12201, später 14201, war eine Güterzuglok unter spezieller Berücksichtigung der Streckenverhältnisse am Gotthard. Ihr Lokkasten ruhte auf 2 dreiachsigen Triebdrehgestellen, welche von je 2 Fahrmotoren über Blendwelle, Treib- und Kuppelstangen angetrieben wurden. Ursprünglich nur als 6achsige Maschine geplant, fiel der elektrische Teil derart schwer aus, dass 2 zusätzliche Laufradsätze sowie kleine Vorbauten erforderlich wurden. Wegen dieser Vorbauten erhielt die Maschine alsbald den Spitznamen Köfferli-Lok. Doch auch Schlotterbeck bürgerte sich später wegen ihres unruhigen Laufs ein. Am 7. Juli 1919 wurde die 12201 als 4. und letzte Probelok abgeliefert und zunächst vom Depot Bern aus erprobt. Sie gelangte erst im Dezember 1919 zum Planeinsatz zwischen Bern und Spiez. Im März 1921 folgte ihre Versetzung an den Gotthard, wo sie vom Depot Erstfeld aus in den Plänen des Krokodils CE-682 mitfuhr. Mit immer spärlicheren Einsätzen erfolgte bis 1967 ihr Rückzug aus dem normalen Dienst. Als historisches Unikat stand sie jedoch zur Erhaltung an. Eine hervorragend ausgeführte Laufwerksrevision 1968 in der Hauptwerkstätte Yverdon verlieh den Veteranen auf einmal bessere Laufeigenschaften als je zuvor. Nach einer Laufleistung von rund 2.500.000 Kilometer wurde die Lok schließlich Ende Mai 1982 als letzter Gotthard-Prototyp ausgemustert. Bevor es jetzt gleich richtige Probefahrten gibt, geht's noch auf einen Rollenprüfstand. Jetzt zeige ich noch die Fahrgeräusche auf einem Rollenprüfstand und dabei zeige ich dann auch das Bremsenquietschen beim Abbremsen, das man allerdings, wenn man Lust hat, auch deaktivieren kann über eine Funktionstaste.
Schließlich gibt es noch mit Funktionstaste 30 ein Schienenstoßgeräusch. Das ist aber leider bei der zugeschalteten Fahrgeräuschelektronik nicht hörbar. Ich schalte deshalb das Fahrgeräusch ab, damit wir uns das Schienenstoßgeräusch mal so anhören können. Inzwischen fährt das Köfferli auf meinen Testgleismodulen und ich habe hierzu auch schon die Werkzeugkastenverkleidungen in der Mitte abgeschraubt, damit das Modell enge Radien befahren kann. Zunächst zeige ich mal, wie die Lok zwei Gegenweichen mit 1020 mm Abzweigradius bewältigt. Und anschließend gibt es noch eine große automatisierte Testfahrt samt Geräuschen. Zu guter Letzt gibt es jetzt noch eine automatisierte Pendelfahrt, die ich als Fahrabfolge mit der Central Station programmiert habe. Historischer Güterzug, haltet euch bereit. In 2 Minuten geht's los. Gleis 1. Historischer Güterzug nach Bellinzona. Vorsicht bei der Abfahrt.
Das war's mit meinem Unboxing des Serienmodells der Köfferli-Lok in Spur 1 von Märklin. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Servus, Ihr Peter Pernsteiner.